Nehmen wir mal an, der E-Mail-Postmann hat bei euch geklingelt und euch ein paar Einzelspuren vorbeigebracht. Dann würde ich sagen, es ist Zeit loszulegen. Ich zeige euch mal kurz, wie ich das Ganze so angehe. Hier habt ihr mal einen Ordner Original Downslow Einzelspuren. Seht hier, Downslow ist der Künstler. Ich habe für ihn einen Remix angelegt. In diesem Fall hat er mir 9 Einzelspuren gegeben, die ich mir jetzt selber in meine DAW ziehe. Ich mache mal dieses Ableton Live Moped an. Wir starten mal einfach ganz dreist mit einem neuen Projekt. So, das erste, was ihr hier seht, ist die sogenannte Session-Ansicht. Die macht, finde ich, Spaß, um neue Ideen auszuprobieren. Aber für mich, wenn ich jetzt auch schon Soundmaterial habe, mit dem ich arbeiten möchte und das eigentlich auch, ja, wie soll ich das sagen, komplette Spuren sind, habe ich irgendwie keine Lust auf Clips, die für mich mehr so ein Loop-basiertes Arbeiten bedeuten. Deswegen wechsle ich in die Arrangement-Ansicht. Das kann ich im Übrigen Shortcut des Todes bzw. des längeren Lebens über die Tabulator-Taste ganz einfach machen. Falls ihr jetzt nicht mit Ableton arbeitet, werdet ihr jetzt hier wieder etwas finden, was auch in Cubase und Logic oder Reaper gang und gäbe ist. Das heißt eine Timeline, die von links nach rechts geht und die Spuren sind untereinander. Ob jetzt der Sermon, was in den Spuren passiert, auf der rechten Seite steht oder wie bei vielen anderen DAWs, dass alles auf der linken Seite einsortiert ist, der tut jetzt auch nicht wirklich zur Sache. In diesem Fall hole ich mir jetzt mal die Einzelspuren rüber, da sind wir. Zack. Und kleiner Ableton Lifehack, auch wieder sowas Lebensverlängerndes. Wenn ich die Spuren jetzt so lasse und hintereinander jetzt quasi mit per Drag and Drop hier reinwerfe, dann wird jedes einzelne Audio-File in einer Spur abgelegt. Das heißt, ich muss hinterher alles schön sortieren. Ich kann das ja einmal kurz zeigen. Das Ding mal hoch. Bumm. Ihr seht, alles ist hier hintereinander. Das ist natürlich blöde. Ich mache das mal wieder weg. Wie gesagt, ich liebe Shortcuts bzw. kleine Tricks. Wenn ihr die Command-Taste, also ihr zieht das Ganze mit der linken Maustaste rüber und haltet dann die Command-Taste, dann seht ihr auch schon in der Anzeige, dass alles, was ihr da habt, in Einzelspuren, also in die einzelnen Tracks geschoben wird. Und auch zum Teil werdet ihr sehen, selbst jetzt hier sind nur 4 Tracks angelegt, davon sind sogar 2 Mini-Tracks. Die werden alle überschrieben bzw. umgewandelt in die entsprechende nötige Anzahl Audiospuren. Ich lasse jetzt einfach mal los. Und dann werdet ihr das sehen. Er denkt jetzt noch ein bisschen nach. Wie gesagt, einfach die Command-Taste drücken. Das müsste auf Windows genauso funktionieren mit der Steuerungstaste. So, da sind wir. Wie ihr seht, die Spuren sind nicht unbedingt alle gleich lang, aber sie haben alle den gleichen Startpunkt. Das weiß ich schon mal. Eine weitere Besonderheit, die ihr hier gerade seht, ist, ich habe jetzt nicht unbedingt auf Takt 1 angefangen, sondern ich habe das ganze Ding reingeschoben und habe hier vorne so ein bisschen Platz gelassen. Wenn mich die Inspiration packt und ich will ein bisschen am Arrangement ändern und vor allen Dingen etwas vor dem Anfang einfügen, dann habe ich da schon mal Platz. Diese Spielwiese, die ist mir schon ein paar Mal negativ aufgefallen, wenn ich sie nicht von vornherein angelegt habe. Deswegen lasse ich hier ruhig ein paar Takte frei, damit ich da ein bisschen mehr Spielplatz habe. Okay, so, die nächste Sache, die wir hier gerade haben. Wie gesagt, das sind jetzt 9 Einzelspuren, die sind relativ, naja, wie soll ich das sagen? Da verliert man jetzt noch nicht die Übersicht. Ich hatte aber auch schon mal eine Metal-Band, die ich geremixed habe, in der Tat, und daraus so ein bisschen was Hip-Hop-mäßiges gemacht habe. Und die sind mir mit weit über 30 Einzelspuren um die Ecke gekommen. Da wird es hackelig. Deswegen empfehle ich euch wirklich eins. Und das macht man einmal am Anfang, das ist so ein bisschen Fleißarbeit, aber die lohnt. Beschreibt die Spuren. Also benennt die Spuren. Mit Command R oder Steuerung R könnt ihr relativ schnell in Ableton in die Spur umbenennen. Das hier ist eine Synthi-Spur, das weiß ich jetzt mal auswendig. So, ich schreibe hier einfach mal Synth 1. In der zweiten Spur ist auch ein Synthi. Also auch das werde ich ändern. Da geht es jetzt auch nicht um grammatikalische Korrektheit, Groß-Kleinschreibung, alles egal. So ein bisschen darum, dass man die Sachen hinterher wiederfindet und zuordnet. Viele Leute arbeiten auch mit Farben. Das macht durchaus auch Sinn, dass man farblich so ein bisschen sieht, was zueinander gehört. Wie gesagt, am Anfang könnt ihr euch auch noch denken, ach, warum, das ist doch alles und ich weiß ja noch gar nicht, was ich gebrauchen kann. Habt ihr völlig recht, aber es hilft trotzdem manchmal. Übersicht bedeutet auch gleichzeitig ein bisschen Plan von der Geschichte bekommen. Bisschen verstehen, wo was passiert und naja, vielleicht hilft euch das ein bisschen besser, Entscheidungen zu finden. Eine zweite Sache, die ich höllisch wichtig finde, die beiden Spuren mache ich auch mal weiß hier, zack, die ich ganz wichtig finde, ist die Funktion, Einzelspuren zu Gruppen zusammenzufügen. Auch das geht eigentlich in jeder DAW. In Logic gibt es den Shortcut Command G, wenn ich beides markiert habe. Das mache ich jetzt mal, drücke Command G für Gruppe und zack, seht ihr, das Ding ist so hingelegt, dass ich das jetzt einklappen kann. Hier oben
könnt ihr die Spuren erkennen, die jetzt eingeklappt sind. Ich gehe da jetzt auch nochmal drauf und da habe ich mir allerdings wirklich angewöhnt, das manchmal in Großschrift zu schreiben, um dann Gruppen leichter zu erkennen. Fertig. Das mache ich eigentlich mit jedem einzelnen Track, bevor ich überhaupt erstmal loslege und reinhöre. Zweite Sache, im Übrigen so eine Einstellungsgeschichte in Ableton. Ableton ist ja dafür bekannt, dass es, man nennt es Warpen, also so ein Time Stretch hat, in dem es im Endeffekt Soundfiles auf ein Master-Tempo des Tracks, ja, stretcht, dehnt oder zusammenstaucht. Das Master-Tempo seht ihr jetzt hier oben links. Und jetzt ist es so, dieses Time-Stretchen, gerade wenn ich neue Tracks reinwerfe, und in diesem Fall wusste ich jetzt noch nicht, welches Tempo wir da eigentlich haben, das ist immer ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich generell in diesen Grundeinstellungen dafür gesorgt, dass ich den lange sowie kurze Clips nicht automatisch warpen lasse. Ihr seht das jetzt hier auch. Warp ist ausgestellt. Das kann man in den Einstellungen machen. Ich drücke jetzt mal Command Komma oder Steuerung Komma, je nachdem auf welchem System ihr unterwegs seid. Dann geht ihr auf Record Warp Launch und da ist ganz wichtig hier bei Warp Fades, kurze Fades loopen würde ich ausschalten, lange Fades automatisch warpen würde ich auch ausschalten. Ihr könnt es ja immer noch machen, nur ihr entscheidet es dann selber. Und ich sage jetzt mal, auch bei neuen Clips ist das jetzt nicht so ein Hexenwerk, die alle irgendwie in die richtige Richtung zu kriegen. Das, was ich jetzt als erstes mache, oder das, was ich euch auch am Anfang schon mal im allerersten Clip mehr oder weniger verraten habe, war, was super wichtig ist, ist auch das Tempo des Tracks. Jetzt im Moment ist das Ganze auf 120 BPM eingestellt. Der Track selber ist aber relativ langsam. Wie kann ich das richtige Tempo jetzt rauskriegen, wenn mir der entsprechende Artist das nicht vorher verraten hat? Relativ einfach. Jetzt in dem Fall würde ich es ganz schnell und schmutzig ungefähr so machen. Ich klicke mal hier jetzt diesen ersten Track an. Ich lasse ihn mal ruhig auf Solo, der Rest muss da gar nicht stören. So, lass den laufen und schalte mal das Metronom dazu an. Ihr merkt, das ist zu schnell. So, und jetzt würde ich sagen, ich tappe einfach mal hier oben in der Funktion das Tempo richtig. Dann wird er immer so ein bisschen hin und her springen. Das mache ich aber auch nur grob. Ihr werdet das gleich sehen, warum. Okay, na, gucken wir mal, ob ich so halbwegs richtig gelegen habe. Ja, doch, hier, wir landen doch schon so ungefähr immer wieder auf der 1 hier mit 82,9. Jetzt könnten wir das Ganze nochmal so ein bisschen verfeinern, indem wir hier das Tempo so ein bisschen anpassen. Mal gucken, wo wir dann landen. Ich mache das mal ein bisschen größer hier. So. Na, das war zu grob. Ein bisschen müssen wir noch. Auch noch nicht. Jetzt sind wir ziemlich nah dran. So, ihr seht, ich habe mich jetzt hier an dem Raster orientiert und so ungefähr Pi mal Daumen, dass wir da sind. So, die nächste Sache, die jetzt passiert ist, wenn ich jetzt alles auf die Synths eingestellt habe, ist die Frage halt, dass ich nochmal alles so ein bisschen anhöre, wie sich das so verhält und wie das so miteinander klingt. Also ich höre, das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, selbst ob ich jetzt eine Stereospur habe oder jetzt die Einzeltracks, ich höre mir das an. Ich höre mir das auch in einer Rotation an. Ich gucke, welche Punkte ich spannend finde, welche mir ins Ohr fallen, in Anführungszeichen. Ich schaue, ob es irgendwelche einzelnen Töne gibt, die ich rauscutten kann, von denen ich sage, oh super, damit könnte ich zum Beispiel nochmal die Drums neu arrangieren, indem ich die komplett zerschneide und wieder neu zusammensetze. Oder aber auch gerade in diesen Synthi-Bereichen sind da vielleicht interessante Stellen, die sich als Loop eignen oder, ja, weiß ich nicht, kann man damit irgendwie rumspielen. So, und dazu höre ich wirklich stundenlang hier rein. Das will ich euch jetzt nicht länger antun. Da machen wir gleich so einen kleinen Zeitsprung. Vielleicht noch eine Geschichte dazu. Wenn ihr das jetzt so habt und ihr habt die Spuren untereinander,
was für mich auch zum Bereich Ordnung halten und sauber machen gehört und Übersicht bekommen. Ihr seht, hier sind relativ viele Längen, in denen nichts passiert. Tatsache ist, das sind Audiospuren, die sind rausgebounced aus einer DAW. Da kann schon irgendwas passiert sein, will heißen, diese Stille addiert sich und da ist trotzdem irgendein Frequenzmüll drin und das kann dann hinterher im Mix ein bisschen blöde werden. Deswegen habe ich mir auch angewöhnt, wirklich alles möglichst wegzucutten, was ich nicht brauche. Und wenn ich auch merke, da ist ein Instrument bei, das interessiert mich nicht, ja, dann schmeiße ich das auch relativ zügig raus. Für all die Schisshasen unter euch, die irgendwie meinen, oh, Hilfe, aber dann, wenn ich es dann doch hinterher nochmal brauche, was ist denn dann damit? Die erste Sache ist, ihr habt bestimmt einen Ordner, wo das Sample dann nochmal drin ist. Das heißt, ihr könnt es dann nochmal reinziehen. Die zweite Sache ist, ich habe mir eigentlich angewöhnt, ihr seht jetzt hier, im Moment habe ich das noch nicht abgespeichert, aber nur mal so als kleines Beispiel. Ihr seht hier, ich habe das schon ein paar Mal abgespeichert und das ist jetzt auch noch keine exzessive Sause mit 9 verschiedenen Projektstati. Da kann man auch mal, da habe ich auch manchmal, habe ich da auch eine 30 stehen. Wenn ich sage, jetzt ist ein Schritt erreicht, an dem ich nicht so richtig weiß, ob ich da richtig liege, dann kann ich zur Not nochmal den Schritt davor wieder aufmachen. Ich würde sagen, wir hören jetzt einmal in das Original rein, damit ihr so eine kleine Vorstellung davon bekommt, was man damit machen kann. Dann zeige ich euch mal, wie ich damit soundtechnisch so ein bisschen weitergearbeitet habe, aber nur so als grobe Idee. Wie gesagt, im Moment haben wir die Einzelspuren und Remixen bedeutet ja in dem Sinne auch das Ding neu arrangieren. Und vielleicht auch Remixen, ne? Mixen, vielleicht auch nochmal einen neuen Schwerpunkt zu setzen, was zum Beispiel die Priorität der Instrumente angeht. Wenn ich zum Beispiel ein drumlastiges Genre habe, dann will ich vielleicht auch, dass die Kick und die Snare viel lauter sind, viel mehr scheppern als in dem Originalstück. Die Möglichkeiten sind breit gesät. Ich würde sagen, machen einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder.